Hallo liebe Zuschauer, vor einiger Zeit bin ich mit der Winand hier am Strand von Menam spazieren gegangen, ganz nahe hier an der Longpraia-Fähre. Und da ist auch das Ressort Samui Buri. Und das sah gar nicht so schön aus, es war ein bisschen verfallen. Samui Buri, ja, was ist mit dieser Beach-Ressort-Anlage? Ich habe also gehört von meinen Zuschauern, dass die also da Urlaub gebucht haben für den Januar, und dann schauen wir uns das mal an jetzt, ob das auch klappt. Ich weiß, dass es in der ganzen Pandemiezeit geschlossen war. Das habe ich auch in meinen Video-Luftaufnahmen dokumentiert. Und jetzt einer meiner Zuschauer hat mich angeschrieben und sagt, ja, da habe ich doch im Januar gebucht. Ja, da habe ich aber ganz schlimme Befürchtungen, ob das denn mal klappt. Und jetzt schauen wir uns mal das Samui Buri an. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt sehen, es ist noch nicht geöffnet. Es sind aber Leute dabei, das wieder herzurichten. So sieht es momentan aus. Und da sind gerade zwei junge Männer dran, die machen das jetzt fertig. Gehen wir hier mal durch, vielleicht finden wir jemanden, der Englisch spricht. Ja, die Wasseranlagen hier, die sind noch desolat, kann man sagen. Und das soll bis Januar fertig sein. Da müssen aber hier eine Hundertschaft von Menschen das hier fertig machen. Geradeaus sieht man auch, das Geländer ist kaputt. Das ist ja von der Pandemiezeit ist das geschlossen worden. Elektrik hängt runter, vermodert. Das ist also eine Aktion, die dauert mindestens ein halbes Jahr oder länger. Da hinten ist man ja am Reparieren. So sieht es in einem Zimmer aus. Gehen wir mal hier rein. Tja, das sieht ja nicht ermutigend aus für diejenigen, die also schon gebucht haben für Januar. Und ja, es ist Arbeiten dran. Ob das aber fertig wird, ist eine andere Sache. Jetzt schauen wir mal in ein anderes Zimmer rein. Da ist so ein anderes Zimmer, aber weit, weit weg davon, dass man hier im Januar einziehen kann. Was ich jetzt mal mache, ich würde mal mit der Drohne darüber fliegen, und dann hat man so mal einen Gesamtüberblick. Für diejenigen, die also gebucht haben, ich würde das stornieren, dass ihr wenigstens das Geld zurückbekommt. Ihr werdet hier in der Baustelle Urlaub machen müssen. Wenn sie 2, 3 Zimmer hergerichtet haben, ringsherum wird nur gebaut. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen damit geholfen, hier kein Risiko einzugehen mit seinem Urlaub und mit seinem Geld. Das war mal eine super Anlage, glaube ich. Ist absolut Natai-Style. Ich kenne das schon seit 10 Jahren. Da oben das Dach repariert man auch.
Aber das sieht man jetzt, wenn ich mit der Drohne mal hier drüber fliege. Ihr habt ja schon ein paar Innenaufnahmen gesehen. Das sieht kritisch aus. Hier vorne war ich ja gerade am Eingang am Samui Buri. Es sieht wirklich toll aus, so von der Architektur. Das ist nochmal eine schöne Architektur, die sich auch integriert kulturell von der Bauweise her. Da sieht man ja andere Hotels, die sind ja weit weg davon. Man sieht auch, dass das Dach repariert wird. Da sind Bambusverstrebungen drauf. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an von oben. Da unten sind die kleinen Bungalows ausgerichtet, alles Richtung Strand da unten. Und da war ich ja mit der Wienert vor 1,5 Wochen gewesen und da haben wir ja darüber gesprochen, dass ich das mal hier filmen möchte. Ist eigentlich eine Schande, dass man ja die ganzen Jahre nichts getan hat. Man sieht auch im Poolbereich ist noch alles desolat, muss ich sagen. Das haben wir ja gesehen vor Ort. Da sind auch die Fliesen kaputt, Risse sind da drin. Das Wasser ist seit einigen Jahren da drin. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo es gut besucht worden ist. Da war das in einem wunderbaren Zustand. Ist auch günstig gelegen. Ich gehe mal ein bisschen höher, dann kann man das mal so sehen. Die Anlage liegt unweit vom Long Praia Pier entfernt. Da hinten ist auch der Highspeed-Katamaran, wo man zu verschiedenen Inseln fahren kann. Wir sind hier praktisch am Ende von Menam. Ja, da ganz hinten, da wohne ich. Und jetzt schwenken wir mal nach links rüber. Da hinten ist der große Hardware Store. So, und das ist Menam. Und das ist der Strand dazu. Wunderbar, ruhig auch, nicht überlaufen. Die Lage ist hervorragend. Ich weiß gar nicht, wieso die so spät da jetzt anfangen, da wieder aufzuräumen. Aber da muss man ja kräftig reparieren. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ich glaube also nicht, dass da sich was tut in den nächsten Monaten. Ich werde jetzt auch noch die Position jetzt hier wechseln, damit ich mal ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Direkt vorne. Hier kann man also die einzelnen Bungalows sehen. Es wird also gearbeitet, aber glaubt mir, das wird nicht Januar fertig. Und wenn, dann sind das Bereiche, wo man nicht gerade Urlaub machen möchte, weil da ringsrum repariert wird. Hier kann man schön zwischen die Bungalows gucken. Da muss auch in der Vegetation was gemacht werden im Garten. Und dann fliegen wir mal runter zum Strand. Das ist ja immer der Magnet. Und das war ja auch, was die Wienert und ich gesehen haben, dass der Pool nicht so gut aussah. Das hier unten ist der Strand, unter anderem vom Samui Buri. Jetzt fliegen wir mal dahin, wo der Eingang ist, wo ich also dieser Tage mal mit der Wienert spazieren gegangen bin. Hier hinten ist das. Das sieht also noch nicht so einladend aus. So, da ist der Eingang. Da hat sich also auch nichts geändert.
Der Pool ist noch grün, voll Algen, bedarf sehr, sehr viel Arbeit, damit er ansprechend für die Touristen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, vor Jahren, also vor der Pandemie, dann war das hier also tipptopp alles. Ihr seht hier unten, da sind teilweise auch die Fliesen kaputt. Ich schätze, das Wasser ist die ganzen Jahre drin geblieben. Und die Grünanlage sieht auch ein bisschen verwahrlost aus. Wir waren hier unten drin gewesen. Mal gucken, ob ich da runterkommen kann. Das war wohl das Restaurant gewesen. Hier unten, da stehen auch die Stühle innen drin übereinander. Aber das ist es ja nicht, dass man aufräumen muss, sondern man muss sehr, sehr viel reparieren. Und wenn man da genügend Invest hat, dann kann das wieder ein schönes Ressort werden. Tut mir leid, dass ich für den einen oder anderen keine bessere Information habe. Januar, never, never. Man kennt das ja, wie das hier in Thailand zugeht. Vielleicht in einem halben Jahr haben die es soweit, dass man hier Urlaub machen kann und nicht hier in einer Baustelle lebt.